fliege für genau 58 Stunden in die USA. 58 Stunden? Für einen Urlaub wäre mir das ja zu teuer. Ist ja auch kein Urlaub. Ich hole einen Großpudelwelpen aus West Virginia ab und muss ihn legal nach Deutschland bringen. Also hinfliegen, Hund einpacken und zurück? Wenn es so einfach wäre, gäbe es diesen Kanal nicht. Wenn nur ein Dokument fehlt, falsch ausgestellt ist oder das Wetter nicht mitspielt, bleibt der Hund in den USA. Moment, wegen eines einzigen Dokuments? Genau, die Exportpapiere, das sogenannte USDA-Endorsement oder auch Gesundheitszeugnis. Dann die Airline-Vorgaben, welche strenger sind als die IATA-Vorgaben, dann Zoll, Grenzveterinär. Klingt nach maximalem Stress. Ist es auch. Für alle, die neu hier sind, wer bist du überhaupt? Ich bin Ben, 43 Jahre alt, 2 Meter groß, 140 Kilo schwer, Vater von 5 Kindern und habe einen ganz normalen Job. Also kein Reiseinfluencer? Definitiv nicht, nein. Und warum heißt der Kanal dann Geht nicht, gibt's nicht? Weil das meine Grundeinstellung ist. Hier geht es nicht um perfekten Lifestyle oder gestellte Geschichten. Hier geht es um echte Probleme und echte Lösungen. Also Learning by Doing. Ja auch, aber eher Problem analysieren, Lösungen finden, erledigen. Okay, und wie sieht der Plan genau aus? 26. Juni, Abfahrt morgen um 9 Uhr Richtung Frankfurt Flughafen. Und natürlich wird alles dokumentiert. Natürlich. Erstes Live-Video direkt von der Autobahn aus auf dem Weg zum Flughafen. Danach Check-in, Sicherheitskontrolle und Abflug um 13.05 Uhr. Wohin? Washington Dulles. Und dann? Direkt bei der Einreise teste ich etwas, das mich selbst interessiert. Ob Mobile Passport Control bei einer Ersteinreise funktioniert. Also Versuchskaninchen spielen. So ungefähr. Und danach? Mietwagen abholen, Richtung Pittsburgh fahren und hoffentlich gegen 23 Uhr am Check-in sein. Und dann? Nach 9 Stunden Flug und mehreren Stunden Autofahrt hoffentlich ein ordentliches Steak. Das klingt vernünftig. Tag 2. Jetzt kommt der Hund ins Spiel, oder? Nee, noch nicht sofort. Morgens etwas Pittsburgh anschauen und Sightseeing machen. Also doch Urlaub. Ein bisschen. Was steht an? Eine Stadiontour im Acrisure Stadium. Heimat des Steelers. Ja, genau. Und danach wird's ernst. Treffen mit der Züchterin Manuela, gemeinsames Abendessen, anschließend die Übergabe der Exportdokumente. Das ist der kritischste Punkt der Reise, oder? Absolut. Wenn dort etwas nicht stimmt, ist das Projekt praktisch beendet. Und danach? Wenn die Dokumente stimmen, wird die Transportbox nach die IATA-Vorgaben aufgebaut. Und der Hund wird im Auto verladen. Dann fahren wir nach Allentown zum zweiten Hotel. Tag 3, New York. Ja, zumindest ein paar Stunden. Schick. Central Park, Brooklyn Bridge, Empire State Building. Korrekt. Quasi die klassischen Spots, die man sich ansehen muss, wenn man schon mal im Big Apple ist. Aber mehr Drive-by, also aus dem Auto raus statt Städtereise. Wir haben ja einen Hund dabei. Und warum überhaupt New York? Weil von dort der Rückflug geht. Und dann kommt der Moment der Wahrheit. Genau, der Hund muss am Sperrgepäckschalter eingecheckt werden. Also der Punkt, auf den die gesamte Reise hinläuft. Exakt. Und dann sitzt du entspannt im Flugzeug? Entspannt? Nein. Entspannt bin ich erst, wenn wir in Deutschland gelandet sind. Der Grenzveterinär alles abgenickt hat und der Zoll erledigt und die Einfuhrsteuern bezahlt sind. Also bis dahin durchgehend Puls 180. Ja, so ungefähr. Und das alles sehen wir live? Ja, sofern das nicht verboten wird, wir Empfang haben und die Akkus und das Datenvolumen nicht schlapp machen. Also auch dann, wenn etwas schief geht, gerade dann sollte man wohl abonnieren. Wäre keine schlechte Idee. Und wenn dann alles geklappt hat und der Hund bei euch zu Hause angekommen ist, dann geht der Kanal erst richtig los. Was heißt das konkret? Komplexe Projekte verständlich machen. Also Dinge angehen, vor denen viele zurückschrecken. Also quasi einen IKEA-Schrank ohne Anleitung bauen. Unter anderem, ja. Und zum Beispiel Projekte wie dieser USA-Trip. Also echtes Leben statt Hochglanz. Genau. Dann würde ich sagen, wir sehen uns am 26.06. zum ersten Livestream. Danke für deine Antworten. Sehr gerne. Bis dahin. Ciao, euer Ben.